So ein kunstvolles Balkongeländer braucht tiefe Kenntnisse im Handwerk des Schmiedens. Es soll nicht nur seine Funktion erfüllen, sondern auch schick aussehen. Schließlich ist es Teil des Gesichts eines Hauses. Also der Anspruch ist schon da, egal ob wir was Kunstgeschmiedetes machen oder auch was Geschlossenes, dass es einfach eine gewisse Ästhetik hat. Denn der Stahl hat ja eine ganz harte Linie, ist ja wie eine Grafik. Und wir zeichnen eigentlich mit unseren Stäben so ein Motiv auf, was sich dann auch sehr gut einbinden lässt in den Hintergrund, ins Haus, ins Grundstück. Kunstschmied Peter Klink soll für dieses Haus im Linzgau ein Balkongeländer bauen. Zusammen mit seinem Mitarbeiter Andreas macht er heute das Aufmaß. (300 Abstand? Ja, habe ich. Zielstrich. Wir bauen hier kein geradlaufiges Geländer, sondern ein Geländer mit einer elliptischen Form. Dazu müssen wir quasi diesen Verlauf hier am Balkon abtragen. Wir machen also Rasterstriche in gewissen Abständen und messen dann immer die Tiefenmaße. Das Anfang Handlauf 420. Also normaler Radius, ein Kreis, könnte man eigentlich mit einem Radius abtragen. 640. Hier haben wir eine Ellipse. Und die verändert ihre Krümmung ständig. Und deswegen müssen wir in gewissen Abständen Stichmaße abnehmen. 736. Okay, mit Abstand 500. Dann haben wir es. Wir haben hier ja eine schöne Balkonterrasse mit einem wunderschönen Hintergrund Richtung Alpen, Richtung Bodensee. Und ich dachte mir, wenn man hier jetzt einfach gerade Gitterstäbe verwendet, dann ist es ein totaler Einschnitt in den Ausblick. Und ich habe der Bauherrschaft vorgeschlagen, dass wir hier also ein Geländer fertigen mit Stäben, die sich aufgabeln, die sich nach oben spalten, die sich umranken. In Anlehnung an Gräser, an Bäume, an Astgabeln, dass eigentlich der Übergang hier vom Balkon zur Natur aussieht wie ein Wald. Ein Waldmuster im Balkongeländer, das ist schmiedetechnisch hoch anspruchsvoll. Aber Peter ist ja auch schon seit 40 Jahren Kunstschmied. In seiner Werkstatt in Pfullendorf-Denkingen fertigt er neben Balkongeländern auch Kneipenschilder, Grabkreuze und sogar Skulpturen. Er benutzt keine vorgefertigten Ornamente. Bei ihm ist alles handgemacht. Das haben wir 736. Jetzt übertragen hier auf eine Hartfaserplatte die Krümmung vom Balkon 1:1 und 760. Die blaue Linie ist die Balkonkante. Dann haben wir die zwei roten Linien, die stellen jetzt den Handlauf dar. Wir haben ja diese Bausituation 1:1 aufgerissen in einer Baugeometrie, wie das schon seit Jahrhunderten von den Handwerkern auf dem Bau aufgerissen wird, bevor man fertigt. Und jetzt werden wir einen Flachstahl nehmen und ihn in dieser Form walzen. Dazu spannen Peter und Andreas den Flachstahl in die Profilbiegemaschine ein. Ja, das muss nochmal. Hier, das passt doch ganz gut. So, jetzt haben wir die erste Hälfte vom Handlauf des Balkons fertig. Wir bauen den jetzt nochmal spiegelverkehrt nach und da ergibt sich dann eine Gesamtlänge von ca. 7 Meter.
Und dann geht es ans Schmieden der Stäbe. Ganz traditionell, nach jahrtausendealten Methoden. Als erstes fertigt er einen der 4 tragenden Pfosten. Das Feuer ist jetzt ungefähr 1300 bis 1500 Grad warm. Wir heizen hier mit Steinkohle Anthrazit, also eine Kohleart, die einen sehr hohen Heizwert hat. Also wir Schmiede erkennen die Temperatur vom Eisen an den Glühfarben. Eisen beginnt bei ungefähr 800 Grad an zu glühen. Das ist so ganz dunkelrot. Dann steigert sich das bei 1000 Grad, glüht das Eisen orange. Bei 1200 Grad glüht es bananengelb. Dann ist es eigentlich ideal zum Performen. Da lässt sich butterweich schmieden. Ich nehme den Flachstahl glühend aus dem Feuer, lege ihn auf den Lufthammer und kehle mit Hilfe von einem Schrotmeißel den Stab auseinander. Ich trenne ihn auf. Der Lufthammer ist natürlich ein Hilfsmittel. Früher haben da Schmiedegesellen zugeschlagen mit großen Hämmern. Er erspart natürlich einen Zuschläger, eine Arbeitskraft, und er schlägt kontinuierlich und konstant. Wenn Zuschläger das machen, ist es gefährlicher. Früher sind da oft schlimme Unfälle passiert. Mittlerweile bedient man sich diesem Schmiedehammer. Nachdem der Stab dann aufgespalten ist, klappe ich eine Seite weg. Mir ist ja dann ein Arbeitsstück im Weg. Ich muss das ja wegklappen, damit ich mich voll auf dieses zu bearbeitende Stück konzentrieren kann. Also es ist nicht nur die Kraft, die man braucht zum Schmieden, sondern auch die Technik. Körperbeherrschung, Konzentration, Übung mit sehr viel Erfahrung. Und wenn man einem Schmied zuschaut, der sein Handwerk versteht, dann sieht es aus, als bräuchte er gar keine Kraft dazu. Wir haben den Stab auf eine ovale Grundplatte geschweißt, die 2 Löcher hat. Am Balkon, wo das Geländer jetzt rankommt, befinden sich genau an den gleichen Stellen Gewindebüchsen, die sind einbetoniert. Darüber wird jetzt dieser Pfosten vor Ort befestigt. Hier oben habe ich vorhin den Pfosten aufgespalten, ausgeschmiedet, so in einer Form von einer Astgabel, damit es nach oben tragend und leicht wirkt. Zurück auf der Baustelle. Peter und sein Mitarbeiter Andreas bringen in einer Vormontage probehalber die bisher gefertigten Teile an die Balkonplatte an. Ja, ist fest. Gut. Die tragenden Pfosten und den Handlauf. Passt der Helm nicht? Wenn die Situation an der Baustelle kompliziert ist, wenn man nicht rechtwinklig ausmessen kann, wenn es jetzt wie hier eine elliptische Form ist oder ein komplizierter Radius, dann macht man gern hier eine Vormontage. Okay. Wenn wir jetzt das nur messen und wir kommen nur um 3–4 mm, dann passen unsere Schrauben gar nicht mehr auf diese Gewindebuchsen, die in der Betonwand sind. Also es ist eigentlich eine passgenaue Vorfertigung, Vormontage. In der Werkstatt fertigt Peter jetzt die Füllstäbe, die Gitterstäbe zwischen den tragenden Pfosten. Im charakteristischen Takt, der dem Schmieden eigen ist.
Wenn ich mit einem 2 Kilo Hammer auf den Amboss hau oder aufs Werkstück, dann bin ich in einem gewissen Rhythmus drin. Ich muss auch mal das Werkstück umdrehen oder wenden oder von der anderen Seite. Dann setze ich Leerschläge in dieser Zeit. Lass den Hammer einfach auf dem Amboss aufspringen, der springt wieder hoch, dann komme ich nicht aus dem Rhythmus. Würde ich den Hammer abbremsen und wieder anschmeißen oder anschwingen, würde das enorm viel Kraft kosten und es würde mein Handgelenk auch belasten. Also ich schone mein Handgelenk, ich bleibe im Schwung und bleibe auch im Rhythmus. Und es gibt da also eine Art Schmiedemelodie. Das ist eine Nietverbindung. Wir haben also durch die beiden Bauteile, Schmiedeteile, Löcher durchgebohrt. Die Niete wird erwärmt. Dann dehnt sie sich aus, ist glühend. Dann wird sie verstaucht. Und dann will sie sich wieder zusammenziehen. Und beim Zusammenziehen verbindet sie quasi diese zwei Werkstücke richtig fest, formschlüssig und kraftschlüssig miteinander. Im Gegensatz zu einer Schraube kann die sich auch nicht aufdrehen oder lösen. Also die bleibt dann für immer so. Ja, also diese Nietverbindung gibt es eigentlich schon seit Metall verarbeitet wird. Die Kelten haben diese Nietverbindung schon sehr häufig angewandt im Vernieten von ihren Rüstungen, ihren Wagenrädern und allem Möglichen. Also die Verbindung ist garantiert so alt wie es Eisen gibt, ca. 3000 Jahre. Und sie kommt auch bei einem anderen Gitterstabtyp zum Tragen, den Peter für diesen Balkon fertigt. Ich habe mir für das Geländer einen Ornamentstab ausgedacht, der eigentlich zugleich eine technische Form ist. Also wir haben hier zwei Stäbe, die sehen gleich aus. Wenn man sie überschränkt, dann haben wir eine Art Zange oder eine Art Schere. Das ist verblüffend, das wissen oft die Leute nicht, dass quasi eine Schere oder eine Zange aus zwei den exakt gleichen Teilen bestehen. Und wenn man sie überschränkt, bekommen sie ihre Funktion und sind durch eine Niete verbunden. Dann können endlich die Einzelteile des Balkons zusammengebaut werden. Peter und Andreas befestigen alle Füllstäbe am Unter- und Obergurt. Gut, jetzt kannst du heften. Also wir haben natürlich beim Balkongeländer jetzt gewisse Sicherheitsvorschriften, also Abstände, Mindestmaße. Da kannst du noch messen. Das ist jetzt hier bei einem Balkongeländer, wo eine Familie dahinter lebt. Darf kein Kind den Kopf zwischen den Stäben durchstecken können. Also es geht darum, dass der Mindestabstand nicht höher ist wie 12 cm. Dann geht es darum, dass man quasi in den ersten 60 cm also keine Quereisen drin hat oder Möglichkeiten zum Reinstehen, sodass kein Kind mit Fuß reinstellen kann und drüber klettern kann. Und das haben wir jetzt hier auch gut gelöst. Ich habe den Entwurf so gestaltet,
dass quasi die Ornamente oben im oberen Bereich sind und unten ist es schön frei und noch transparent. Das Gewickelte ist auch eine Art Verbindung im Stahl. Es orientiert sich wie das ganze Geländer an der Natur, an der Weinrebe mit ihren Tentakeln. Und das strebt auch nach oben. Ja, und ich finde eigentlich, dass es formschön dann aufgeht, wenn man solche Verbindungen im Wechsel zueinander darstellt. Eine Woche später. Das Geländer war in der Zwischenzeit in der Verzinkerei. Eine Schutzschicht aus Zink macht das Eisen wetterfest und damit länger haltbar. Nun kann Mitarbeiter Dominik es lackieren. Eine reine glänzende Zinkoberfläche sieht natürlich schön aus, wird aber mit der Zeit grau. Und hier haben wir also einen dauerhaften Schutz. Wir haben Stahl verzinkt und einen Lack drauf. Das hält vorneweg 20, 30 Jahre, bis man da mal wieder irgendwas machen muss dran. Und dann ist der große Tag endlich gekommen. Heute wird das fertige, handgeschmiedete Balkongeländer angeliefert und montiert. Da stecken schon etwa 100 Arbeitsstunden drin. Hoffentlich passt jetzt alles. Okay. Ja. Jetzt noch einmal hoch, ein Stück hoch. Ja, gut, perfekt. Also das ist der Vorteil von einer Vormontage, die wir ja vorher gemacht haben. Deswegen haben wir ja kaum Komplikationen jetzt bei der Endmontage. Es funktioniert alles ganz gut, es sitzt alles, die Schrauben passen. So. Ja, ich denke, es ist so geworden, wie ich es mir auch vorgestellt habe, wie meine ursprüngliche Idee war. Nur senkrechte Stäbe wären relativ monoton und wären wie eine Barriere. Aber wenn man jetzt die organischen Stäbe da drin hat, dann nimmt es die Barriere zwischen Natur und Wohnraum. Ich finde, es ist gelungen und das passt hier sehr gut rein. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.